Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den F32, um meinen 440i. Ich habe ja bereits verschiedene Videos gemacht mit unterschiedlichen Frontsplittern, bei denen ich allen nicht zufrieden war. Bei hohen Geschwindigkeiten habe ich die teilweise verloren bzw. sind halt kaputt gegangen. Und ich habe mich jetzt dann doch entschieden, nachdem ich zweimal billig gekauft habe, oder eigentlich dreimal billig gekauft, jetzt einmal teuer zu kaufen und mir das Originalteil von BMW, also aus dem M-Performance-Zubehör, zu bestellen. Man sieht gleich hier beim Auspacken die Verarbeitungsqualität natürlich komplett anders, viel, viel besser. Das Ganze ist ein Teil, das heißt also hier wird nichts irgendwie zusammengeschraubt, sondern das Ganze ist aus einem einzigen Teil gefertigt. Also eine Pressform, die Materialstärke ist komplett anders, also deutlich dicker. Ist also schon mal sehr viel vielversprechender. Das ganze Kit kommt eben mit Befestigungsschrauben, mit entsprechend vormontiertem 3M-Tape und eben einer Tube Beta-Link, was dann nachher verwendet wird, um die kleinen Flügelchen sozusagen vorne an der Frontstoßstange zu befestigen. Des Weiteren ist dabei Befestigungsmaterial. Auch hier sieht man, da haben die Ingenieure mitgedacht, nicht wie bei diesen Billig-Nachbauten. Wir haben hier T-Trägerstücke, die eben sozusagen die Last dann nachher auch verteilen an den Stellen, wo wir das sozusagen mit der Karosserie verbinden. Bei den anderen waren das ja einfach nur kleine Schrauben ohne irgendwelche Verlängerungen. Somit wurde die Last also nur punktuell weitergegeben und das waren dann auch immer die klassischen Sollbruchstellen. Hier haben wir also jetzt ein großes Carbon-T-Trägerstück sowie kleinere Carbon-Stücke, die sozusagen verwendet werden, um das Ding an der Karosserie zu befestigen. Ist also alles schon sehr, sehr vielversprechend. Wie gesagt, Materialqualität top, Verarbeitungsqualität top. Das Ding ist super vorbereitet. Es ist einem Guss, man kann es an den Originalbefestigungspunkten der Karosserie festmachen. Also wirklich nur positive Aspekte. Ich kann auch, wie gesagt, aus meiner Erfahrung heraus jedem empfehlen, oder ich rate jedem, kauft nicht dieses billige Zeug, es sei denn, ihr fahrt, wie gesagt, keine hohen Geschwindigkeiten, also bei 200 muss dann Schluss sein. Und wenn ihr eben hohe Geschwindigkeiten fahrt und ihr ordentliche Qualität wollt, spart euch diese Billigprodukte, investiert lieber ein bisschen mehr, nehmt gleich das teure Originalprodukt, macht nicht denselben Fehler wie ich sozusagen. An der Stelle ist es wirklich so, das war einfach nur Billigschrott und das Ding hier, das ist jetzt wirklich eine super Qualität. Ich habe das jetzt auch schon mehrere Monate im Auto, bin schon 270 gefahren, das hält, das ist bombenfest. Hier sieht man das jetzt auch nochmal, Materialstärke deutlich steifer, wie gesagt aus einem einzigen Teil gefertigt. Hier kann sozusagen nichts abreißen, hier ist nichts irgendwie untereinander verschraubt, das Ganze ist ein Stück. Das ist wirklich sehr, sehr gute Qualität. Auch die Verarbeitungsqualität des Carbons ist wirklich top. Hier sehen wir jetzt nochmal von der Unterseite. Man merkt auch, es ist relativ, relativ groß, relativ breit im Vergleich zu den günstigen Produkten. Das heißt, hier hat man also auch eine größere Fläche, an der der Wind vorbeigehen kann oder an der der Wind sozusagen Kräfte wirken lassen kann. Ich muss auch sagen, vielleicht ist es nur subjektiv, aber ich finde, dass das Einlenken auf der Vorderachse jetzt bei hohen Geschwindigkeiten oder auch in Kurven deutlich präziser ist. Wie gesagt, kann subjektiv sein, aber ich finde schon, dass sich das knackiger anfühlt. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das tatsächlich auch aerodynamisch was bringt, was ich bei diesen anderen Produkten eher weniger den Eindruck hatte. Jetzt sind wir ja einmal unterm Auto, hier sehen wir die Originalbefestigungspunkte. Hier werden jetzt sozusagen, oder hier wird jetzt dieser M-Performance-Splitter verschraubt, hier wird er angebracht. Da gibt es sozusagen rechts und links zwei Punkte, wo wir den befestigen. Hier muss man einfach einmal die Klipse rausklipsen, damit man die Löcher verwenden kann. In der Mitte, wie gesagt, haben wir dann nochmal eine Stelle, wo wir das T-Trägerstück montieren. Und das sind dann sozusagen die Punkte, an denen ihr den Splitter befestigt. Des Weiteren sind da verschiedene, das ist auch in der Anleitung beschrieben, verschiedene Schrauben, die man lösen soll. Die löst man deshalb, damit man diesen T-Träger da drunter schieben kann. Und die müsst ihr also später sozusagen wieder anbringen. Das heißt, die also nicht wegwerfen, sondern aufheben. Die kommen später hier wieder in die Karosserie, sobald der Splitter befestigt ist. Jetzt sieht man hier, ich habe den Splitter schon mal vormontiert. Ich habe das auch, wie gesagt, auf der Unterseite hier bei den Flaps mit diesem beigefügten Beta-Link-Kleber sozusagen vorbereitet. Das heißt, und der ist jetzt unten drunter, dass der sich hier mit der Karosserie verbinden kann. Man sieht jetzt hier noch, hier sind sozusagen diese Laschen.
Das sind diese 3M-Klebestreifen, die vorbereitet waren. An diesen Laschen müsst ihr dann nachher später vorsichtig sozusagen die Schutzfolie wegziehen und dann habt ihr einen Kontakt zwischen den 3M-Streifen, die dann eben dafür sorgen, dass solange der Betalink-Kleber noch nicht ausgehärtet ist, das Ganze an Position bleibt. Wie gesagt, unten drunter ist jetzt schon der Betalink-Kleber und das Ganze wird jetzt dann nachher noch, wie gesagt, ich ziehe jetzt noch die Ösen ab und dann kann das aushärten. Hier unten sehen wir jetzt nochmal die beiden Löcher, die ich vorher schon mal gezeigt habe, wo sozusagen der Splitter an den Originalbefestigungspunkten montiert wird. Hier schiebt man jetzt einfach diese länglichen Carbonplättchen mit der Schraubvorrichtung drunter und montiert das Ganze dann. Hier an der Stelle kommt dieses T-Stück drunter, hier müsst ihr halt 2 Löcher bohren, um das Ding in der Mitte zu fixieren. Das ist wirklich alles bombenfest und geht auch sehr einfach, weil ihr, wie gesagt, außer die 2 Löcher zu bohren, könnt ihr alle Originalpunkte verwenden. Das ist wirklich sehr gut. Hier ist jetzt nochmal dieses Carbonplättchen. Das ist eigentlich nur dafür da, damit ihr es einfacher habt, hier diese Schraubvorrichtung sozusagen in Position zu bekommen. Also wirklich, wirklich clevere Geschichte und einfach zu bedienen. Und man sieht das jetzt hier, ich habe die sozusagen da oben eingeführt, über das Loch positioniert und jetzt befestigt ihr das Ganze einfach nur mit den mitgelieferten Torx-Schrauben. Wirklich eine klasse Sache. Es ist außerdem eben dazu da, dass wenn ihr jetzt die Torx-Schraube festzieht, dass ihr das da oben halten könnt und sich das Ganze nicht verdreht. Also wirklich eine klasse Sache und super einfach, da man die Originalbefestigungspunkte verwenden kann. Hätte man sich eigentlich auch bei den Nachbauteilen gewünscht, aber da war das eben nicht der Fall. Hier sieht man jetzt nochmal, wie gesagt, diese Torx-Schrauben, 2 Stück an der Zahl, rechts und links jeweils. Die befestigt, die sozusagen den Frontsplitter befestigen und dann eben noch zusätzlich die beiden Torx-Schrauben in der Mitte, die dann mit dem T-Stück befestigt sind. Das sieht man jetzt hier. Auch hier dient sozusagen dieses längliche Stück so ein bisschen als Führungsgriff, damit man das über die Löcher positionieren kann und es dann nachher einfacher hat. Hier jetzt auch, die sind auch schon angebracht und befestigt. Insgesamt wirklich eine super Sache. Ich kann das nur jedem empfehlen. Nehmt ein bisschen mehr Geld in die Hand und kauft euch den Original M-Performance Splitter. Ja, das war die Installation. Wie gesagt, eine Sache von 35 Minuten maximal. 2 Löcher bohren, ein Torx-Schraubenzieher und das war's. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.